Hello dear Didgeridoo friends. Hallo liebe Didgeridoo Freunde. I want to make this video because a gentleman wrote me. He asked questions of great importance for a musician. Ja, ein Gentleman hat mir geschrieben, mir Fragen gestellt, die von großer Bedeutung sind für einen Musiker. So let's see what comes to mind. I will read his questions. Schauen wir mal, was so alles in den Kopf kommt. Ich werde seine Fragen mal vorlesen. You perceive traditional playing as very one-dimensional. Du empfindest also traditionelles Spiel als sehr einseitig. That happened to me. I play now 24 years, soon 25 years. And the first time I heard traditional playing, that was David Blanasi. I had the same line of thoughts. The whole CD he plays the same thing over and over again. Boy, was I wrong. Ja, du hältst also traditionelles Spiel für sehr eindimensional. Das war auch mein Empfinden, als ich so vor 24, bald 25 Jahren anfing zu spielen und das erste Mal traditionelle Musik hörte. David Blanasi. Ich hörte die CD und hatte die ganze Zeit das Gefühl, der spielt immer dasselbe Stück, die ganze CD über. Mann, lag ich falsch. So it's not one-dimensional, you have to trust me on this. Also es ist nicht eindimensional, da musst du mir jetzt einfach vertrauen. The more you learn, the more you get an education. What it is you are hearing, the more you see the not even fine differences, but huge differences. Style after style, and everything is pretty much very different. At first you cannot hear it, it's impossible. You gotta know stuff. Ja, also eindimensional ist es wirklich nicht. Je mehr du weißt, je mehr du lernst über traditionelles Spiel, umso mehr erkennst du Stil nach Stil, alles ist verschieden und da musst du einfach Dinge wissen und dein Ohr trainieren, eine Art Ausbildung bekommen. Dann hörst du die Unterschiede und die sind riesig. So huge differences really, but it's not open to a beginner. That's how it is. Ja, riesige Unterschiede, aber es ist nicht offen für einen Beginner. So ist das einfach. The same rhythms over and over again, is this purposeful? Also dieselben Rhythmen wieder und wieder. So I explained now a minute ago, these are very different rhythms, different sounds. The purpose for the Aborigines is completely different than music is in our culture, the Western world culture. For them it's like a prayer. I talk about bungul, ceremonies, corroboree. It's not about entertainment. They have, and they know, they're playing for just entertainment, just for laughing, dancing, social things. I heard the name Jabangwe for that. That's for amusement and to, how can I say, practice for the player.
And they try different things, a lot of them. A lot of syncopation, for example. Ja, also dieselben Rhythmen und immer wieder ist es nicht, wie ich erklärt habe, ist das sinnvoll, zweckdienlich. Also für die Aborigines, und ich beziehe mich jetzt auf Zeremonien, Corroborees, Bungul, geht es in diesem Umfeld nicht um einen Zweck wie in der westlichen weißen Welt. Sie kennen das Spiel rein zur Unterhaltung. Ein Name, den ich dafür gehört habe, war Jabangwe. Da üben die Spieler und sie machen Synkopen, ganz wilde Sachen und testen und haben Spaß und das ist was Soziales und da wird getanzt und so. Das könnte man als Entertainment bezeichnen. Aber das eigentliche Herz des Yidaki und Mago Spiels ist die Zeremonie und da geht es um nicht Entertainment, sondern andere Dinge. Man könnte sagen, es ist eine Art Gebet, was sie da spielen. Das wäre der Zweck. So, the prayer would be the purpose in the setting of a bungu. Me, I always play the same rhythms, but he is not complaining, this gentleman. Also ich würde immer dieselben Rhythmen spielen, aber er beklagt sich nicht, diese Fragesteller. That's a matter of philosophical things. In my philosophy, I have never played once the same rhythm for a second time, because every time I play, I don't know what will be the next sound, what will be the rhythm in 5 seconds, in 30 seconds, and I don't want to know. I am all about freedom and improvisation. Ja, also du sagst, ich spiele immer und immer denselben Rhythmus, beschwerst dich auch nicht darüber, aber das ist nun eine Frage der Philosophie aus meiner Sicht. In meiner Philosophie habe ich noch nie denselben Rhythmus ein zweites Mal gespielt. In meiner Welt und Philosophie weiß ich nie, was der nächste Sound sein wird, was in 5 Sekunden, wenn es ein Rhythmus ist, der Rhythmus sein wird oder wie es in 30 Sekunden alles aussieht. In meiner Welt geht alles um Freiheit und Improvisation. So, if I am a musician, I am not a normal kind of musician, because a musician normally knows what he is doing, what he will do in 15 seconds or something. He learns stuff to reproduce it more or less in the same way. Especially if you are a professional musician. That's what you gotta do to live on that. To entertain people, to give them something that they want, that they need and expect. Ja, also wenn man mich als Musiker sieht, dann bin ich schon ein ungewöhnlicher Musiker, denn ich, besonders als Profi, der ich ja irgendwie auch bin, weil ich damit Geld verdiene, habe ich es irgendwie anders gemacht als die anderen. Ein Profi-Musiker übt Sachen, er übt es so, dass er es wieder so ungefähr auch spielen kann. Hat ein Repertoire. You have a repertoire as a professional musician. You have tunes that are set. You got to play it like that.
not too different from the last time, something like that, is what you choose to do if you are a musician who gets paid. Also das ist, was du wählst zu tun als ein Musiker, der für das bezahlt wird, was er da tut. There are, of course, them crazy musicians like me. Also da gibt es natürlich auch so verrückte Musiker wie mich, die einfach anders die Dinge machen wollen und nichts reproduzieren und alles aus Improvisation, aus dem Moment. So them crazy people like me, they like to surprise themselves. They don't want to know what will happen in the next minutes. It's a choice. Das ist eine Wahl, die du triffst. You of course can also do both, have a repertoire and play freely in other settings. Du kannst natürlich auch beides machen, ein Repertoire haben und frei spielen in anderen Situationen. So you see, it's also a question of what you choose to do. The Aborigines don't have normally these choices. Die Aborigines haben normalerweise nicht diese Wahlmöglichkeiten. They have rules, a setting, sounds they have to use, stuff like that. I know of some white people who have as the highest goal to play something like that, like they do. Well, that's a way. You might not get too successful in that because you need an awful lot of information to play really like what they play. The whole mindset, the techniques, the rhythms, you just don't get enough information to play exactly like that. That's a fact of life. Ja, die Aborigines haben nicht diese Wahlmöglichkeit in der Regel. Sie haben feste Sounds, feste Rhythmen, ein Mindset, eine Ausbildung, sie haben Regeln, müssen sich daran halten. Es gibt auch Weiße, die haben als höchstes Ziel, möglichst genauso zu spielen wie das, was sie da so hören auf den Aufnahmen. Es ist eine Wahl. Wird vielleicht nicht so erfolgreich sein, weil da braucht man eine Ausbildung, da braucht man Informationen, da muss man tun, Dinge, die andere schon getan haben, einem beibringen. Wir kriegen diese Informationen nicht als weiße Spieler. Wir wissen auch nicht viel über die Hintergründe. Also ist richtig sportlich, dieser Ehrgeiz, diese Ambition, ist genauso zu spielen wie der Aborigines. Eigentlich hat man keine Chance, das genau zu tun. So you really don't have a chance to do exactly like the Aborigines. What does it leave you? You gotta find your own way. That's what this whole video is at the end of the day about. Might be not sexy because you have so many choices and so little information. So you just have to do what you like, what you wish. You have to go a long way. But that's the beauty of it also. That's the thrill, right? The kick, the kicker. It was my goal to at least, like you say, feel, to experience how this feels to play somehow more or less like the Aborigines. Not every sound, not one rhythm really, because you don't have this kind of information. But you can learn how to
to play the sounds more or less correctly and rightfully. And so you, after years and years and years of training and thinking and experiencing, you come on a skill set level that you can more or less feel what's possible to feel about this. I won't miss it for the world, really. For me, the whole journey was worthwhile, and I would do everything exactly the same like I did. Ja, was lässt es also einem übrig? Du musst, und darum geht das ganze Video, deinen eigenen Weg finden, gehen. Wenn du fühlen willst, was die Aborigines fühlen, zumindest soweit das überhaupt möglich ist, versuchst du mal zu lernen, die Techniken, die Rhythmen kannst du eh nicht lernen, weil du gar nicht die Informationen kriegst, also musst du deine eigenen Rhythmen, Wege finden, die ungefähr dem entsprechen, was du hörst von ihnen. Ja, das ist nicht sehr sexy, aber das ist ein langer Weg, viele Jahre lernst du und machst Erfahrungen, Erkenntnisse, aber es ist es absolut wert. Für mich war es eine reine Freudentour und ich würde alles genauso wieder machen. Das ist für mich die Schönheit und der Kick und der Thrill bei dem Ganzen. Also ich bin zufrieden mit meinem Weg. So I'm pretty happy about my choice of which way I wanted to go. It was worthwhile and I just love it. Really love it. Every minute of it. Exactly how I do it. Ja, also ich bin sehr zufrieden mit meiner Art der Wahl und wie alles so gekommen ist. Und ich will es nicht missen. Ich würde alles genauso wieder machen. Is this your traditional voice? Ist das meine traditionelle Stimme? Well, in that sense that I laid out to you now, it is. It's my way of traditional playing. Well, it's also my tradition. I never had the ambition to go really into the Aboriginal culture. I learned what I could. That was pretty much, but it's only scratching the surface. I know that, and I never wanted to do something else, just enough to improve my playing. Ja, also das ist in diesem Sinne, den ich da so erklärt habe, schon meine traditionelle Stimme. Ich hatte nie den Wunsch, die Ambition, so tief reinzugehen in das Aborigine-kulturelle Geschehen. Ich habe gelernt, was ich konnte, das war bestimmt viel, aber ich weiß, das ist immer noch ein Kratzen an der Oberfläche. Also es hat mein Spiel verbessert, darum ging es. And I wonder, can we learn a new language, and should we? Und ich frage mich, können wir eine neue Sprache lernen und sollten wir das? Musikalische Sprache. Musical language, you mean. I am about to learn a new language in my playing because I'm full all in now into very old school playing, and for that I need to learn a different kind of drone playing, different sounds, different grooves. Yeah, so I am convinced, again in your own way, you can learn a new language. Ja, und kann man also eine neue musikalische Sprache lernen? Ich tue das gerade. Ich gehe ja all in sehr altes, traditionelles Spiel.
Dazu brauche ich einen anderen Tonansatz, anderen Grundton, andere Sounds, andere Grooves. Ja, und das läuft schon irgendwie, wieder in meiner Art. And should we? Und sollten wir das? Well, I don't know about you. For me it is an organic step, improvement, how can I say, a discovery, broaden the horizon, something like that. Ja, und sollten wir es. Also für mich, ich weiß nicht, wie es für dich ist, für mich ist das ein organischer Schritt in die nächste Richtung. Es fühlt sich richtig an. It feels right for me. So let's see what happens in your life. I mean, who knows? Why not? Ja, fühlt sich ja so richtig an. Guck, was in deinem Leben passiert. Warum nicht? I have wondered if it's more appropriate to honor the voice of the instrument or impose my will. Ich habe mich gefragt, ob es passender ist, die Stimme des Instruments zu ehren oder meinen Willen aufzuzwingen. If you are new in all this, you more or less always play with your ego. You want to show off, that's part of the game. When you get older, this goes away more and more, thankfully. Ja, wenn du jung bist, wirst du sowieso alles mit Willen machen und mit viel Ego spielen. Und wenn du älter wirst, verliert sich das zum Glück. I am not sure myself if removing ourselves from the outcome is the only end goal. Also ich bin selbst nicht sicher, ob uns selbst rauszunehmen aus dem Ergebnis, egolos zu spielen, also das einzige Ziel ist und das Beste. I just don't know if it is the best end goal, because, I mean, I endorsed it. I spoke for it in many videos. I trained to play ego-lesser. It works, it sounds differently. I like what the outcome is, how it feels. I also like to play, sometimes at least, with some ego. I think it makes your music more alive, more authentic. It's different, it's fun. And I think also if you're a professional or you play to an audience, they also want to hear you. Of course, if you only show up and show off, it can be too much. So I think both. Learn both. Ja, also wenn du so egolos spielst, ich habe ja dafür gesprochen, ich übe das auch und ich mag, was da rauskommt und das ist alles auch super gut. Aber manchmal fehlt es mir auch, das Ego, das bringt die Dinge zum Leben, das ist eine eigene Art von Qualität und für mich ist die Erkenntnis beides. Spielst du für ein Publikum, die wollen auch dich hören. Nicht nur, wie du da angibst und so oder dich abmühst, aber irgendwie auch. Beides. And the last thing, approach the traditional experience of playing authentically. Also die letzte Sache jetzt, heranzugehen an die traditionelle Erfahrung des Spiels authentisch.
So, authentically, I guess I explained it in the video. You don't have the information, and the information you can get, make the best out of it. What can I say more? It's what you gotta do, and the only thing you can do, really, in my opinion. Ja, also authentisch an die ganze Spielerfahrung rangehen. Die traditionelle, habe ich erklärt, ist eigentlich unmöglich. Du hast nicht die Informationen, die du dafür bräuchtest. Also lerne, was du lernen kannst und mach dein Ding draus, mach das Beste draus. Das ist auch das Einzige, was du machen kannst. But this is not a bad thing to do it your own way. It's what it is. Ja. Aber es ist keine schlechte Sache, es auf deine Weise zu machen. Es ist einfach, was es ist. Ne? So I said what I want to say to the questions. Ich sagte also jetzt, was ich sagen wollte zu diesen Fragen. One last thought, ein letzter Gedanke. Again, if you, may I say, if you are stupid enough, to erect too many rules, strict settings, to have that narrow-minded mindset, then the music you play will be like that, and you might one day see it's about freedom, and it's about how you feel about, not how other people judge what you do. Be free, improvise, and see the beauty of that. So that's my choice. Right? Ja, ein letzter Gedanke. Darf ich das so mal sagen? Sorry, wenn du dumm genug bist, dich in ein enges Regelwerk einzusperren, dich von der Meinung anderer abhängig machst, statt frei deine Musik zu entdecken und auszuleben, dann wird eine entsprechende Musik dabei rauskommen. Vielleicht machst du dich glücklich, vielleicht nicht, wahrscheinlich eher nicht. Also mein Credo ist totale Freiheit, tun, was sich gut anfühlt, was sich richtig anfühlt, im Sinne von, was Spaß macht. So you gotta have fun, right? Play accordingly. Spiele also entsprechend. Da muss schon Spaß sein. Good. Thanks for watching. Thanks for listening. See you soon. Thanks for the interesting questions. Also wir sehen uns bald. Danke fürs Zuschauen. Danke für diese interessanten Fragen. Bye.
Thank you.